Manchmal kann man sich die Reisezeit nicht frei aussuchen, gerade dann, wenn man an den Ferien gebunden ist. So ging es uns auch. Wir haben 2 Wochen Urlaub auf Rhodos verbracht. Unsere Reise begann in der vorletzten Oktoberwoche und endete am 1. November. Die erste Woche haben wir ganz bewusst im Badeort Lindos verbracht, mit der Hoffnung, dass wir dort noch Badewetter erwischen. Das hatten wir so auch schon in Ayia Napa auf Zypern mit Erfolg gemacht. Später Herbst, weniger Trubel und trotzdem noch warme Tage. Genau in dieser vorletzten Oktoberwoche stellte sich für uns die entscheidende Frage: Ist diese Reisezeit wirklich noch schön für einen Aufenthalt in Lindos oder ist der Ort dann schon zu ruhig und das Wetter nicht mehr gut genug zum Baden? Wir haben genau das ausprobiert. Die Antwort darauf bekommst du ganz am Ende dieses Videos. In diesem Video nehme ich dich mit durch unsere Zeit in Lindos und ich zeige dir 4 Dinge, die für diese Reisezeit wirklich entscheidend sind. Zuerst schauen wir gemeinsam auf das Wetter und auf die Frage, ob Baden Ende Oktober hier noch gut möglich ist. Danach zeige ich dir unsere Unterkunftslage und erkläre, warum sie für uns genau hier perfekt gepasst hat. Anschließend erzähle ich dir, wie wir Lindos erlebt haben und wie sich der Ort im Alltag anfühlt. Am Ende beantworte ich die eigentliche Frage dieses Videos, ob sich Lindos in der vorletzten Oktoberwoche wirklich noch lohnt. Alle wichtigen Infos, Orte und Tipps findest du wie immer unten in der Videobeschreibung. Fangen wir mit dem wichtigsten Punkt an, dem Wetter und der Frage, ob Baden Ende Oktober in Lindos noch wirklich möglich ist. Tagsüber hatten wir meist um die 26 Grad. Nicht mehr diese extreme Sommerhitze, aber genau das machte es angenehm. Das Meer war noch überraschend warm. Man merkt, dass sich das Wasser über den Sommer aufgeheizt hat und diese Wärme lange speichert. Wir waren fast jeden Tag im Wasser, ohne Überwindung, ohne Frösteln danach. Natürlich war nicht mehr jeder Tag strahlend blau. Es gab Wolken und uns hat auch der ein oder andere Regenschauer erwischt. Aber das gehörte dazu und oft war der Regen genauso schnell wieder vorbei, wie er gekommen ist. Besonders schön war das Baden am Lindos Beach. Heller, feiner Sand, klares, türkisfarbenes Wasser. Gerade Ende Oktober wirkt dieser Strand noch einmal ruhiger. Weniger Trubel, mehr Platz und trotzdem echtes Badegefühl. So viel zum Thema Badewetter. Kommen wir jetzt zu unserer Unterkunft und warum die Lage für uns in Lindos perfekt war. Unsere Unterkunft lag direkt am Rand der Altstadt von Lindos. Ein kleines weißes Haus, mitten im Ortskern und trotzdem angenehm ruhig. Es war praktisch das letzte Haus der Altstadt. Von hier aus waren es nur etwa 200 Meter bis zum Strand. Und in die andere Richtung genauso kurz bis zu den kleinen Gassen im Zentrum. Das hat unseren Alltag unglaublich entspannt gemacht. Morgens kurz Brötchen holen oder frühstücken gehen, mittags spontan runter an den Strand, ganz ohne Planung. Auch mit Mietwagen war die Lage perfekt. Nur ein paar Schritte von der Unterkunft entfernt lagen 2 größere Parkplätze. Kein Suchen, kein Stress. Das eigentliche Highlight war aber die Terrasse. Dort konnten wir gleichzeitig auf das Meer schauen und auf die Akropolis oberhalb des Ortes blicken. Gerade morgens und am frühen Abend war diese Aussicht ganz besonders. Diese Kombination aus Meer, Geschichte und Ruhe hat unseren Aufenthalt hier wirklich geprägt. Wenn du mehr über unsere Unterkunft erfahren möchtest, schau einfach in die Videobeschreibung. Dort habe ich sie dir verlinkt. Kommen wir jetzt zu Lindos selbst und dazu, wie wir den Ort im Alltag erlebt haben. Unser Alltag in Lindos hatte schnell einen angenehmen Rhythmus. Der Ort war für uns keine reine Sehenswürdigkeit, sondern unsere feste Basis auf der Insel. Von hier aus sind wir fast täglich zu Ausflügen auf Rhodos gestartet, mal früh morgens, mal ganz spontan. Wir waren zum Beispiel bei den 7 Quellen oder am Zambika Beach und auch am Kloster oberhalb des Strandes. Gerade Ende Oktober fühlten sich diese Ausflüge entspannt an. Weniger Menschen, weniger Hektik, mehr Zeit, um Orte wirklich wirken zu lassen. In Lindos selbst ist die Akropolis natürlich das große Highlight. Vom Ortskern aus dauert der Aufstieg nur etwa 10 Minuten und der Blick von oben ist jedes Mal beeindruckend. Wenn du mehr darüber sehen willst, schau dir gerne unser Video zur Akropolis von Lindos an. Den Link findest du unten in der Videobeschreibung. Nach den Ausflügen sind wir meistens zurück an den Strand gegangen. Baden, abschalten, den Tag langsam ausklingen lassen. Gerade diese Mischung aus Aktivität und Entspannung hat Lindos für uns als Standort so besonders gemacht. Ab
Ab dem späten Nachmittag verändert sich Lindos spürbar. Die Tagesbesucher fahren zurück. Der Ort wird ruhiger und gleichzeitig fühlt er sich persönlicher an. Der Ortskern ist voller kleiner Läden. Souvenirs, Schmuck, Kleidung, ideal, um ohne Zeitdruck durch die Gassen zu schlendern. Was Lindos für uns besonders gemacht hat, sind die vielen Restaurants mit Dachterrassen. Fast jedes Lokal liegt etwas erhöht und fast überall hast du diesen Blick über den Ort und das Meer. Wir haben die Abende meist genau dort verbracht, oben sitzen, den Tag Revue passieren lassen und langsam in den Tag hineinrutschen. Die Qualität der Restaurants hat uns wirklich überrascht. Viel klassische griechische Küche, sehr frisch, sehr solide. Gleichzeitig findest du hier auch Lokale, die deutlich über den üblichen Urlaubsniveau liegen. Lindos ist definitiv auch ein Ort für Genießer. Gerade Ende Oktober fühlt sich das alles angenehm an. Nicht hektisch, nicht überlaufen, aber trotzdem lebendig. Und jetzt zur eigentlichen Frage dieses Videos. Lohnt sich Lindos in der vorletzten Oktoberwoche noch? Unsere klare Antwort ist ja, auf jeden Fall. Das Wetter ist oft noch gut genug zum Baden. Das Meer ist angenehm warm und der Ort ist nicht mehr so überfüllt wie im Sommer. Aber es gibt eine klare Grenze. Ab dem 1. November ändert sich hier vieles. Läden schließen, Restaurants machen zu. Die Saison endet sehr abrupt. Genau deshalb war die Reisezeit für uns perfekt. Ende Oktober ist Lindos noch lebendig. Kurz danach wird es sehr ruhig. Unsere Empfehlung ist deshalb klar. Lindos bis Ende Oktober ja, darüber hinaus eher nicht. Wenn du gerade eine Reise nach Rhodos planst, dann schau dir unbedingt auch unsere Videos zur Bootstour nach Symi und zu unserem Reitausflug am Strand bei Sonnenuntergang an. Beide passen perfekt zu dieser Reise. Wenn dir das Video gefallen hat, freuen wir uns über ein Like. Alle wichtigen Infos, Orte und Links findest du wie immer unten in der Videobeschreibung.